Wir sind derzeit in Guaracas und werden heute Nachmittag weiter in den Norden segeln. Das war einer der Momente, in denen wir Motorbootfahrer besonders lieben. Spätestens bei diesem Anblick wird uns bewusst, dass wir wieder im Einzugsgebiet des Großraums von Athen sind. Die Aussicht, eine Nacht zwischen laufenden Generatoren zu verbringen, ist wenig verlockend. Auch an der Nordseite der Bucht schaut es nicht viel anders aus. Und so beschließen wir, in den Ormus Phocianos weiterzufahren. Hier gefällt es uns gleich viel besser. Allerdings muss ich hier meine Regel aufgeben, nie tiefer zu ankern, als ich selber tauchen kann. Der Ankergrund außerhalb der Schwimmzone ist mindestens 12 bis 15 Meter tief. Das Investment in eine 75 Meter lange Kette zahlt sich also hier das erste Mal aus. Gleich darauf springen wir ins Wasser und schwimmen zu dem weißen Sand-Kiesstrand. Dabei begegnet uns eine der prachtvoll gefärbten Spiegeleiquallen, inklusive ihrer kleinen Schar an Begleitfischen, die diese Quallen als Deckung benutzen. Wir bleiben 2 Nächte in dieser wunderschönen Bucht, auch um den zunehmenden Ausflugsverkehr des nahen Wochenendes zu vermeiden. Gestern haben wir in der Nähe von Porto Cheli hinter einer
kleinen Insel übernachtet. Das war recht unkomfortabel, weil der Schwell doch über das vorgelagerte Riff drüber gekommen ist. Es war zwar nicht unsicher, aber unbequem. Darum sind wir gleich in der Früh dann nach Ermione gefahren und der Motor, weil die Winde eigentlich schwach und hauptsächlich aus östlicher Richtung waren. In Ermione haben wir unsere Vorräte wieder aufgestockt, sind noch ganz kurz durch die Stadt geschlendert, waren im Supermarkt. Dort wurden wir das erste Mal mit den strengeren Covid-Regeln konfrontiert. Es durften nämlich nur eine gewisse Anzahl von Kunden in den Supermarkt rein. Dafür hat man eine Karte bekommen, so wie eine Postkarte, so groß ungefähr. Mit der konnte man dann rein. Und solange die Höchstzahl im Supermarkt drin war, mussten die anderen auf der Straße draußen warten. Als wir mit unserem Einkauf fertig waren, hatte sich draußen bereits eine Schlange von 5 bis 6 Personen gebildet. Das liegt aber wohl daran, dass wir schon relativ zeitig unterwegs waren und die Griechen ja eher Spätaufsteher sind. Beim Hineingehen musste man so eine Art Schleuse passieren und dabei wurde man ganzkörper eingenebelt mit Desinfektionsmittel. Und auf den Einkaufswagen waren dort, wo die Griffstangen sind, Kupferfolie aufgeklebt, weil Kupfer ja eine antivirale Wirkung haben soll. Wir sind dann hier gestern um ca. 13 Uhr angekommen. Wir konnten dann sogar noch ein Stück segeln. Nicht schnell, so zwischen 3 und 4 Knoten, aber von Ermione bis hierher sind es ja nicht einmal 4 Meilen, sodass wir das in ein bisschen mehr als einer Stunde erledigt hatten.
Wir haben heute auf der Insel Dokos in der nördlichen Ausbuchtung von Terek Cove übernachtet. Wie ihr seht, sind wir das einzige Boot hier. Das liegt wohl daran, dass die modernen Charterboote bereits so groß sind, dass sie in so kleine Einbuchtungen gar nicht mehr reinpassen. Nicht so sehr vom Tiefgang her, aber man kann den Anker nicht mehr weit genug ausbringen, um sicher zu liegen. Weil hier am Nachmittag auch südliche Winde auftreten können, beziehungsweise südöstliche, und dann der Wind hier ein bisschen reinsteht. Squib hat das gestern ohne Probleme weggesteckt. Unser Anker liegt ganz auf der anderen Seite im Sand auf 2 Meter Tiefe und wir haben knapp 25 Meter Kette draußen, zusätzlich noch 2 Landleinen und Squib ist circa eine Bootslänge vom Ufer weg. Am nächsten Vormittag bestiegen wir den kleinen Hügel neben der Bucht. Genau auf dem Scheitel stehen 2 kleine Kapellen. Von hier hat man auch einen wunderschönen Ausblick auf Ermioni. Weihrauch riecht man auch. Falls Franzi von Wir Segeln zuschaut, auch ich habe Sabina davon abgehalten, die Glocke zu läuten. Am Nachmittag lief dann die Anima 4 mit Martin ein, den wir schon 2 Wochen nicht mehr gesehen hatten. In der nächsten Folge geht es weiter zur Insel Poros und ihre Schwesterstadt Galatas, die am gegenüberliegenden Festland liegt. Wenn euch das Video gefallen hat, motiviert uns mit einem Daumen hoch und einem netten Kommentar.